Nach einer Nacht auf See erreichen wir mit dem Land Panama den südlichsten Punkt unserer Rundfahrt und gleichzeitig die engste Stelle des amerikanischen Kontinents zwischen Atlantik und Pazifik. Für die 82 Kilometer lange Passage per Schiff über den Gatun-See und Kanal werden inklusive der Durchfahrt durch 3 Schleusenanlagen ca. 10 Stunden benötigt. Da wir die Schiffsdurchfahrt schon einmal erleben durften, nähern wir uns der Pazifikseite mit der sehenswerten Stadt Panama City, diesmal auf dem deutlich schnelleren Landweg. Nach der Ankunft in Colón werfen wir einen kurzen Blick auf die farbenfrohe Häuserzeile in Hafennähe und machen uns anschließend sofort auf den Weg in die 73 Kilometer entfernte Hauptstadt Panama City, die sich inklusive der kurzen Überquerung des Kanals in lediglich einer Stunde erreichen lässt. Nach der Überfahrt über die Kanalbrücke Puente de las Americas ist unser erstes Ziel die über einen Zufahrtsdamm erreichbare Bahía de Panama, von wo aus sich ein schöner Blick auf Pazifik, Kanaleinfahrt und Stadt ergibt. Die Skyline des modernen Teils der Hauptstadt ist von imposanten Wolkenkratzern geprägt. In gegenüberliegender Richtung blickt man auf die Weiten des Pazifiks, von wo aus sich die Schiffe dem Panama-Kanal nähern. Zur linker Hand des Zufahrtsdammes befindet sich die Einfahrt in den Kanal mit der imposanten Brücke Puente de las Americas. Danach geht es zurück über den zwischen Meer- und Kanaleinfahrt liegenden Damm, um in das UNESCO-geschützte historische Viertel Casco Viejo von Panama-Stadt zu gelangen. Das wunderschöne Stadtbild mit seinen vom Kolonialstil geprägten Bauten verzaubert uns von Anfang an. In einer der vielen Kirchen des Stadtzentrums begeistert uns vor allem eine Krippenausstellung, die aufgrund ihrer Größe und ihres Detailreichtums ihresgleichen sucht. Durch die Ruine eines Jesuitenklosters erhascht man einen ersten Blick auf die städtische Kathedrale.
Besonders im Randbereich der Altstadt sorgen Ausblicke auf die moderne Skyline immer wieder für wundervolle Kontraste. Mit einem letzten Blick auf das moderne Stadtzentrum geht eine hochinteressante Stadtbesichtigung zu Ende und wir machen uns auf den Rückweg zur Atlantikseite des mittelamerikanischen Staates. Ein kleiner Abzweig führt uns kurz vor dem Ziel zu den erst 2016 eröffneten Agua Clara Schleusen, die nahe der vorher allein genutzten Gatun Schleusen errichtet wurden und nunmehr auch größeren Schiffen Durchfahrt gewähren. Dass wir uns selbst hier in direkter Nachbarschaft des tropischen Regenwaldes befinden, beweisen einige Aufnahmen aus der unmittelbaren Umgebung der Schleusenanlagen. Nach Süden hin blickt man auf den riesigen Gatunsee, der durch Aufstauung des Rio Chagres entstand und durch den eine 29 Kilometer lange Teilstrecke des Panamakanals führt. Von dem 26 Meter oberhalb des Niveaus von Pazifik und Atlantik gelegenen See müssen die Schiffe über 3 Stufen wieder auf Meereshöhe abgesenkt werden. Mächtige Schleusentore, die sich, hier in beschleunigter Darstellung, hinter den Ozeanriesen schließen, ermöglichen die Absenkung der Schiffe. Eindrucksvolle Fotodokumentationen vom Transport der Tore während der Bauphase machen die unglaublichen Dimensionen greifbar. Nach der 3. Stufe haben die Schiffe es schließlich geschafft und nehmen Kurs auf ihre Ziele im Atlantischen Ozean. Mit der Rückkehr zum Schiff und der Abfahrt aus Panama geht auch für uns ein erlebnisreicher Tag zu Ende.